Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Wir sind noch beim Road to Defcon 1 Zephyr. Wir sind beim dritten Teil der ganzen Serie. Ja. Crazy, daraus einen Dreiteiler zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihr merkt, ich habe viel zu sagen dazu. Und es ist auch verdammt inspirierend und auch verdammt interessant. Hier auch nochmal da an der Stelle. Schickt mir gerne mehr solche, Behind the Scenes oder ja, Behind the Artist oder was auch immer äh, Videos, auf die ich reacten kann, weil ich denke, ihr merkt, ich finde es mega geil. Ich denke, es kommt auch sehr gut bei euch an. Und jetzt geht's weiter. Wir sind 52 Stunden vor der Show. Und ja, es geht weiter. Let's go. Ja, want je krijgt eerst je krijgt dat kleine dingetje aan het eind, weet je. Ik heb zoiets nou, the truth has been revealed as the master and his crew to prove you that music has no boundaries or rules. Combining classical with hard dance music is what they do. Weet je, en dan is het, this was the opening ceremony brought to you by the Prodigy and his orchestra. Ja, Give it up for Zephyr. Dus dan heb ik hun ook gewoon een soort van gezamenlijk erin meegetrokken. Ja, en zij pakken hun moment allemaal wel. Ja, check. Oké, nee, top. Dan was alles clear. Zou je dit voor mij gewoon even kijken en misschien zie je iets wat ik beter kan spelen, want het is qua fingerset, ja, het is eigenlijk... Warte, wer ist das? Ich habe jetzt gar nicht so schnell gelesen. Kijken en... Ah, okay, Piano Teacher, okay. Wat ik beter kan spelen, want het is qua fingerset, ja, het is eigenlijk vooral dit. Dit stuk is heel moeilijk. En dan ga je naar D, maar dan werkt die fingersetting niet. Eerst dat werkt niet meer, want dan ga je... Zo tussen, ja. Ja, 1, 2. Ist aber auch geil zu sehen, ne? Dass er jetzt noch mit seinem Piano-Lehrer darüber redet, ne? Und auch wieder kurz vor knapp. Kan niet, inderdaad zo. Ja. Dit is een rot ding. Ja. Ga nou gewoon lekker zo doen, joh. Ja, Het is een piano solo aan het einde. ja oké. Dit is mijn enige moment waarvan ik denk, Ja, dan moet je op dat moment, zou ik echt die linkerhand gewoon zo basic mogelijk houden. Want die linkerhand zorgt voor moeilijkheden, niet die rechterhand. Eén tip voor je melodie, zorg ervoor dat je de toppen van je vingers goed activeert. Want ik zie toch de hele tijd dit. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar, denk naar beneden, 90 graden naar beneden. Tita-tata. Dus niet gaan vegen. Nou, wel leuk toch? Het is ook wel weer een leuke ervaring. En het is ook wel weer wat anders, want ik ben ook heel benieuwd hoe het festival gaat lopen, omdat het op donderdag al begint natuurlijk. Ja. Dus jij begint dan om 1 uur op vrijdag. Ja. Ja, in principe, ja, je gaat ervan uit dat iedereen er staat dan, toch? Ja. Ja, dat was normaal op vrijdag, ja. Dat is wel een plan. Heb je het weerbericht gezien? Ik heb gezien dat het wel 20 graden wordt, maar wel af en toe gaat regenen. Er staat een onweersbui voor de hele dag op vrijdag. Verschrikkelijk. Maar ik had... Ich glaube, das wird mich auch richtig fertig machen als Artist, ne? Du baust dir, ne, du machst alles bereit. Natürlich redest du da mal drüber, okay, es könnte regnen. Und dann kommt so langsam dieser Tag, es ist nicht mehr lange. Und dann siehst du Gewitter sogar. Und das ist ja so ein Ding, Bro, kommen dann wirklich alle, wird das Ding vielleicht nicht sogar abgesagt? Es kann ja zu so schlimmen Dingen dann kommen. Boah, das wird mich richtig fertig machen, glaube ich. Misschien dat het maar een beetje, dat de kans op neerslag, ik ga het even checken dan, ik ben wel even benieuwd. Vrijdag is kut, ja dat is een beste. Dus er staat nu in één keer staan er 3, 11,6 mm regen. Dat was 2 dagen geleden nog niet, er stond er 4 mm regen. Ja, daar was ik een beetje vanuit. Ja, hij wordt accurater naarmate je natuurlijk... Ja, kut, sorry.
En er staat inderdaad ook nog eens een flitsje bij van onweer. Dat is echt nog helemaal kutter. Ja. Maar het voelt als 23. Oké, jij gaat zo even een rondje over het terrein doen ook, toch? Ja, ik ga even kijken naar het podium waar ik niet kan gaan optreden als het onweert, zoals het weerbericht voorspelt, inderdaad. Ja. Oh my god. Ja. Is het? Slecht. Gaat regenen. Mooi. Wat? Nee, een dode kick. Sorry. Ja, dus... Defcon kent een opbouw van ongeveer 4 weken. Dus eigenlijk, het is eigenlijk veel te kort ook. 4 Wochen nur? Oh, ja, okay, gut. Er sagt selber, was eigentlich viel zu kurz ist, gut. Krass. Ich hätte gedacht, dass sie das schneller aufbauen. Also, warte, was? Nicht, dass sie das schneller aufbauen, sondern dass sie mehr Zeit sogar brauchen. Wenn du überlegst, was die da alles hinstellen müssen und so und aufbauen müssen. Wanneer de opwekking is geweest, starten we eigenlijk gelijk met onze opbouw om het te kunnen halen. Top. Nee, nou, dat jou hier niet, hoor. Dan ga je naar mij toe komen. Hoe de fuck werkt dit ding? Nou, uiteindelijk werken er bijna 10.000 mensen in het Defcon weekend. En dat is echt van de mensen die in de opbouw werken, de mensen die achter de bar staan, beveiligers. Wij zelf, mensen die we extra inhuren voor extra handjes, artist handling. Het is zo'n grote organisatie. We'll figure it out. No worries, mate, no worries. Bye. Maar je hebt nog niks gezien nu? Nee, ik ben er net. Nee, oké, ik bedoel even de round. 5000 man, zoiets? Ja, Meer? 4, 3, 4. Als het echt moet, 6, maar... Ja. Dus 4 Das weken. ist so verrückt, ne? Ey, die fahren dann da rum und gucken sich das wirklich leer an. Ich glaube, das leer mal ein Festival zu sehen, ist, glaube ich, richtig verrückt. Gerade in Defcon. So, wenn es voll ist, ist das ja so mächtig. Aber wenn du da mal leer durchgehst, siehst, wie die das aufbauen und so, das wäre auch mal cool zu sehen, ehrlich. Das ist auch irgendwie so. Das wäre schon krass, ey. Wenn ich irgendwann, und das ist jetzt wirklich großes Gerede, bin ich ganz ehrlich, aber irgendwann mal bei dieser Größe sein sollte, dass ich das machen darf, da über so ein Festivalgelände gehen darf, vielleicht auch über mehrere Tage, um zu sehen, wie die Leute das aufbauen. Wegen meiner helfe ich da auch selber mit. Aber das wäre halt mega cool. Wow. Lang wordt er een wereld gebouwd, alleen in de laatste week is het pas dusdanig zover dat je de try-outs kan doen. Dat je echt kan kijken hoe het daadwerkelijk geworden is. Nou, dat is dan de tweede. Hè? Van de yellow gingen we naar de black. Tering, man. Absoluut hardcore, maar wel echt met een soort sophistication. Echt... Is de podiumopgang goed? Hebben we genoeg kleedkamers? Dat zijn allemaal dingen die last minute erbij komen. Zeg maar, logistiek is Defcon gewoon echt een uitdaging. En nu, omdat het nog groter is, wordt het nog extremer. Dit is de oude tent en voor de Blue dus een nieuwe tent. Ja. Het ding is echt van een Gelderland. Nou goed, we hebben echt alle stoppen, alle blikken opengetrokken. We hebben echt nog nooit zoveel overdekking gehad, nog nooit zoveel zitplaatsen gehad. Je hebt overal plekjes, wereldjes. Het is echt, nou ja, ik denk de allervetste editie ever. Hoe ga je? Heel goed. Ja, ben je rustig? Ja, ik ga vanavond even goed slapen. Dat heb ik wel behoefte aan. Probeer ik ook wel 3 maanden. Nee, het is echt funest. Gewoon geen tijd om te slapen, dat is wel mooi. En ja, ik maak een beetje zorgen om het weerbericht, maar dat is iets waar we niks aan kunnen doen. Dus ik ga gewoon koersen en dan zien we op de dag zelf wel wat er gebeurt. Het lijkt alsof het er altijd even bij hoort of zo. Ja, precies. Ich glaube, das ist auch die Sache. Du musst dann halt wirklich da rangehen und sagen, ja, okay, es passiert halt, es kommt halt so, wie es ist. Du hast dir eine geile Show überlegt. Natürlich, wenn alles perfekt ist, wenn Wetter perfekt ist, passt alles. Aber wenn jetzt so ein Regen dazu kommt, na gut, dann machst du halt im Regen Party, ne? We hebben geen regenscenario, dat bovenop gesteld. We kunnen wat plastic strijkers bestellen, maar that's it. De koor kan niet zingen als het regent. Violen kunnen niet spelen als het regent. Gitaar, ja, dat zou misschien nog kunnen. Piano kan niet, absoluut niet. Dat is
een bepaalde depressieve wolk die dan over je heen trekt en die maar niet weg blijkt te gaan. Is gebruiken, die dingen gaan allemaal weer bewegen. En er is echt de ruimte om daar gewoon echt in te zijn. De Blue is eigenlijk ook de eerste die gebouwd wordt. En je ziet, we zijn een dag van tevoren, dus dit is woensdag. En morgen staan hier 30.000 man. En het is nog niet af. Das erste, was sie aufbauen, ist die Blue? Ja, okay, bei der Red hast du nur die riesen Stage da vorne. Krass. Aber okay, man muss auch überlegen, was in der Blue alles passiert, ne? Die Lichtanlagen, die Dinger, die hoch und runter fahren, die Bühne an sich, das ganze... Dus dat is wel mooi. Je hebt nog niks gezien van de Red? Nee. Doe je ogen maar even dicht aan. 3, 2, 1. Disco. Tering. Dat is een Phoenix. Wow. Ja, precies. Da wäre aber geiler gewesen, da hätten die den einfach davor gestellt, hätten gesagt, lass die Augen zu, wir gehen jetzt davor und dann sagst du, was du denkst. Aber so ist auch cool, ne? Kommst da um die Ecke, machst die Augen auf und bam. Ist ja genauso wie so ein Festivalbesucher, ne? Du rennst da rein, weißt nur, okay, gut, das ist die Red, das wird eine geile Bühne. Und dann siehst du die Bühne und denkst dir, wow. Bizar, hè? Het is gewoon dit veld, wat normaal een soort giga is, een soort van kleine schatten geworden, omdat het ding zo groot is. Maar ja, als je dan naar Biddinghuizen gaat en je wordt uitgenodigd om het podium even te checken en je staat daar terwijl het volle zon is, 25 graden, en je zit alleen maar met volgende week in je hoofd, ja, dat is... Ik moet zeggen dat ik eigenlijk de hele uitleg van het podium aan me voorbij is gegaan, omdat ik alleen maar met een doemscenario in mijn hoofd zat. En het is ook echt een doemscenario. Onweer is geen show. Das ist aber auch die Sache, ne? Ganz ehrlich, interessiert ein Artist das alles, was er ihm da erzählt? Klar, wenn du so ein Festivalgänger bist oder ne, so ein Riesenfan von Defcon bist, klar. Natürlich, die Artists sind natürlich auch Fans von Defcon, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Artists sind alle, nicht nur Zephyr, weil der da was Krasses geplant hat, sondern alle sind so, okay, gut, das muss klappen, dies muss klappen, keine Ahnung, ne, die sind ja alle nervös, die haben ja alle ihren Druck auf sich sitzen. Ich glaube, diese ganzen Erklärungen und so sind ja wirklich nur für irgendwelche, ja, die daran arbeiten oder wirklich diese Festivalbesucher. Also mich würde das extrem interessieren. Deswegen für mich, ich bräuchte da wahrscheinlich eine Woche, damit die mir alles da vernünftig erklären können und dass ich das auch alles realisiere überhaupt. Uit en er staat onweer op het programma. Aber da muss man auch mal überlegen, ne? Zephyr hat This is Zephyr das erste Mal rausgehauen, wo der Phoenix da war. Eine mit der geilsten, für mich persönlich, eine mit der geilsten Bühnen überhaupt. Nach Corona, wo die ganzen, Junge, also es gab gefühlt keinen besseren Zeitpunkt für diese Show. Gab's nicht. Da kommen sie alle, die Verrückten. Hammermäßig, ne? Ah, stimmt, die Silent Disco.
Da auch mal ein Take jetzt von euch. Was haltet ihr von der Silent Disco? Also ich finde die Idee mega geil. Klar, wenn du die Kopfhörer abnimmst und dich dann umguckst und keine Musik hast und alle sind da am Rumdancen, ist eigentlich total verrückt, aber eigentlich ist das so mega cool, oder? Da wäre bei mir Feierabend als Artist. Ich wäre fertig. Wow. Laat het. Tijd om te gaan. Ja. Als je dan nog even gauw opdrinkt. Maar we kunnen ook Als jij gaan. Ja. Dan moeten we wel een beetje op tijd hier klaarmaken. Ja, we gaan meteen naar die show doorlopen, gaan we gewoon weer terug. Klaar voor de doorloop. Nee, wij rijden er nu naartoe. Dus wij zijn er met 1 minuut. Hey, wij moeten naar een soundcheck. Wij moeten naar een soundcheck. Kan je ons even gauw doorlaten? Kijk eens, wat daar staat. Ja, ik snap het. Zou je ons even gauw willen doorlaten alsjeblieft? Wij moeten naar een soundcheck. Kijk nou wat je doet. Ja. Je blokkeert alles. Daarom willen wij oversteken niet meer hebben. Ik snap het. Kan je ons misschien gauw even doorlaten? Dan kunnen wij dus gauw door. Ik kan je wel even doorlaten, maar de volgende keer rij je op. Zal ik het niet meer doen? Oké. Warte nochmal, warte nochmal. Was hat der Bro? Hey, wij moeten naar een soundcheck. Even terug. Wij moeten naar een soundcheck. Kan je ons even gauw doorlaten? Kijk eens, wat daar staat. Ja, ik snap het. Zou je ons even gauw willen doorlaten alsjeblieft? Wij moeten naar een soundcheck. Kijk nou wat je doet. Ja. Je blokkeert alles. Daar... Da muss man aber auch sagen, ne, die Security oder Sicherheitsmenschen, ne, die machen ja auch nur ihren Job, ne, aber das ist dann halt so das Schlimme, wenn dann der Artist da sitzt, der wirklich zum Soundcheck muss oder was auch immer und die das halt wirklich nicht in ihren Kopf reinkriegen, weil die auch einfach nur ihre Arbeit machen. Daarom willen wij oversteken niet meer hebben. Ik snap het. Kan je ons misschien gauw even doorlaten? Dan kunnen wij dus gauw door. Ik kan je wel even doorlaten, maar de volgende keer rij je op. Zal ik het niet meer doen? Oké. Ik denk dat je hem haast heeft. Hoi. Mogen wij naar de... Da denke ich mir aber auch, ist es nicht manchmal besser, einfach hinzulaufen? So, klar, mit Fahrrad wäre wahrscheinlich noch schneller oder E-Scooter oder so. Aber gut, da ist Shit halt höher. Maar laufen müsste fast schneller sein. Nee, was ik niet. Oh, ja, niemand. Oké, dan zijn we daar met 1 minuut. Oh, daar. Klaar voor? Ja, zeker. Beetje zenuwachtig? Ja, 100%. 100% zenuwachtig. Alles goed? Ook nog een klein beetje chaotisch, maar we gaan kijken of het is opgelost allemaal. Hoe gaat het zo? Nee, wat chill. Wel manageable. Ja. Nog gespannen? Maar Ja, nog wel gespannen, maar niet... ja, oké. Oké, nou is het goed. Wahnsinnig, ey. Ja, mijn taak is best wel interessant, want Und eigenlijk die ben sind da immer noch mit ihren Geräten am Machen und tun. Das ist so verrückt, ne? 45 Minuten vor der Show. toetsenist. En voor deze show heb ik mezelf gepositioneerd bij de front of house. Dus dat wil zeggen dat ik vanuit de voorkant van het podium zeg maar het geluid mix. Warte. Ich erkenne jetzt erst den Mann hier. Junge, er stand doch auch bei was war denn das jetzt? 23 oder 24? Eins von beiden. Bei das ist Silver, da stand er doch auch da auf der Bühne und war da am rumhantieren. Jetzt erkenne ich den erst. Halleluja. Dus ik zorg... Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ne, wir haben nicht zusammengesprochen. Dus ik zorg ervoor dat de nuances binnen deze stijl, namelijk de harde drops, samen met de live elementen in de juiste balans zitten. Nee, maar het gaat goed. Het gaat goed. We zijn waar we moeten zijn. Wahnsinn, ey.
Bro, innerhalb von 15 Minuten müssen die da jetzt alles irgendwie schnell durchgerattert haben. Halleluja. Kut, mijn gel zit in mijn rugzak. Hoe lang hebben we nog? Hoe lang heb je nodig? 5 minuten ben ik klaar. Ligt mijn borstel daar ook? Perfect. Oké, jasje. Ik ben klaar. Und auf einmal sieht der Mann wieder so hoch, ne, mit dicken Anzug und so. Und die ganze Zeit hast du den so auf locker gesehen. Verrückt. Waarom zijn we nu pas vertrokken? We hebben gewoon kleedkamers daar. Ik heb het nog gezegd. Dan wil je weer terug naar dat kuthuisje. Wat doe je nou? Jij zegt ook niks. Fucking Jij staat klaar voor Sefa? Ja, zeker. Oké, let's go. Hey, dankjewel. Dankjewel. Junge, das sieht einfach so aus, als wenn die Schüler gerade auf dem Weg sind zu Hogwarts. We zijn er klaar voor. Ja, het regent niet. Het regent niet, precies. Het staat helemaal vol. Nee, niet. Is dat wel, mannen? Ja, jij ook? Daar zijn we hier tenslotte voor. Zet hem op. Oké, wij staan een beetje kijken hier. Wat ik weer ben. Ja, de opening is vanavond. Ik moet nu pissen ook. Toilet? Ja. Hier is geen Dixie. Dixie zijn beneden. Pis even hier tegen een boom dan gewoon. Ich würde einfach mich stumm dahin stellen und dahin pissen, ne? Was wollen sie machen? Was wollen sie machen? Stell mir da einen Dixie hin und fertig ist. Die eerste keer dat ik het Defcon Anthem bluetoothen naar mijn vriendjes bij de avondvierdaagse, naar uiteindelijk een This is Sefa op de Red Stage in 2022. Dat hele proces draait er eigenlijk om dat ik de vroegere Sefa eigenlijk wil laten zien dat de twijfels die hij toen in zijn hoofd had, dat de Sefa van later dat weg kan nemen of dat wel kan uitvoeren. Als ik zo meteen van het podium kan stappen en tegen de mensen die hebben gekeken, maar vooral tegen mezelf kan zeggen en tegen de vroegere ik kan zeggen, het is gelukt. Ja, dan is dat voor mij eigenlijk alleen maar een cue om verder te gaan. En deze ambitie, die 1,5 maand geleden zo ongrijpbaar leek, ja, die hebben we dan toch mooi even uitgevoerd. So wahnsinnig, ey. Wow, ey. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Verrückt, ehrlich verrückt. Oh, ich lasse das mal im Hintergrund ein bisschen spielen. Also ich muss ehrlich sagen, eine unfassbar geile Dokumentation, ne? So diesen kleinen Ausschnitt oder ne, diesen Werdegang und dieses riesen Drumherum, was es eigentlich braucht oder was dahinter steckt, eine Show beim Defcon zu spielen. Mega geil. Hammer, diese Eindrücke zu sehen, krass zu sehen, die Mentalität und Mindset. Und auch die kleine Verrücktheit von Sefa. Mega geil. Holt mich ja sowieso mehr ab, ne? Wie gesagt, ich finde es halt Hammer, den Menschen an sich nochmal ein bisschen mehr kennenzulernen. Und das tust du einfach dadurch, finde ich.
durch solche Dokumentationen oder irgendwelche Behind the Scenes oder was auch immer. Hammer. Deswegen mega geile Bilder, geiler Schnitt auch, ne, wie wir es ja hatten mit dem Hin und Her von Zephyr und dem Director von Defcon. Dass er sagt, ey, ich rufe da an und Zephyr war in seinem Hyperfokus. Mega. Also sehr geiler Schnitt, sehr, sehr geiles Video, wie die das zusammengepackt haben. Diese einzelnen Eindrücke auch von, oder Ausschnitte von den Defcon-Besuchern, aber auch ne, diese Einschnitte von früheren Auftritten. Mega geil. Wahnsinnig. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ein geiles Ding. Hammer. Wahnsinnig. Wie gesagt, mit, glaube ich, die coolste Dokumentation, die ich gesehen habe, weil du halt viel Einblicke gesehen hast, aber auch dadurch, dass es heißt Road to Defcon, bist du auch okay damit, dass du nur diese kurze Zeit vom Defcon hast und am Anfang dieses kleine, ja, diese kleine Geschichte da hast, ne? Wie Zephyr eigentlich groß geworden ist, wie er dazu gekommen ist. So eine kleine Einführung und dass es sich dann ganz um Defcon drehte. Mega geil. Weil oft ist es ja so bei Dokumentationen, und das muss ich auch sagen, das stört mich auch so ein bisschen. Es wird halt viel angepriesen von, ey, wir machen eine Dokumentation über das Leben des Künstlers und dann siehst du eigentlich nichts. Also Real Talk nichts, was irgendwie den Menschen so richtig beschreibt und. Was hier aber sehr, sehr geil kam, dass er aber auch da zustande kommt mit dem Road to Defcon 1 Titel. Deswegen sehr geil. Wie gesagt, diese Behind the Scenes, wie er Tracks macht, was er da im Kopf hatte, dass er sich sogar was dazu anguckt von anderen krassen DJ oder Producern, Artist, was auch immer. Mega. Auch, dass sie hier diese Sachen immer dazu geschrieben haben, fand ich sehr geil, waren sehr geile Überleitungen. Auch, dass man gesehen hat, diese Zeitstempel, ey, so viel vor Defcon, 52 Stunden vor Defcon, 24 Stunden vor Defcon, finde ich mega geil gemacht. Ja, einfach eine Hammer-Dokumentation, hat extrem Spaß gemacht, das zu sehen. Und, ja. Wahnsinnig. Real Talk wahnsinnig. War echt cool anzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch so Spaß dabei zuzuschauen, wie ich mir das angeschaut habe jetzt, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, viele hatten da ja Bock drauf von euch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr enttäuscht mit meinem Gelaber, weil ich ja auch viel abgeschweift bin, aber das ist halt so dieses Ding, wie ich reacte und halt was halt bei mir in den Kopf kommt, das lasse ich dann auch raus. Und das sind halt manchmal auch Dinger, die vielleicht nicht so ganz mit dem Thema an sich jetzt gerade zu tun hat, sondern einfach so ein bisschen, ja, Sachen, die ich drumherum rede. Die Leute, die mich schon viel länger verfolgen, die wissen, dass es halt normal ist bei mir. Ja. Wahnsinn. Ey, ich bin irgendwie total geflasht davon. Ich meine, ich habe es jetzt auch hier fast, ja, 2,5 Stunden durchgezogen, die Reaction, obwohl es nur 1,5 Stunden geht. Ist auch verrückt eigentlich. Ja, cool zu sehen. Auch an dieser Stelle hier nochmal gerne mehr solche Dinger, wenn ihr da natürlich Bock drauf habt. Das ist natürlich auch die Sache, ne? Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich mehr so Behind the Scenes, Dokumentation oder was es so alles gibt, ne? Was so drumherum spielt. Ob es um ein Festival ist. Es muss ja nicht alles immer nur Defcon sein. Es muss nicht alles Zephyr sein. Sondern egal von was für Artisten, um welche Artisten es geht. Natürlich müssen die mich natürlich ein bisschen ansprechen. Nicht, dass da irgendjemand Neues kommt und ich kenne ihn noch gar nicht. Da oder ein Festival, was Einblicke zeigt, wie wir ja auch beim Defcon hatten, wo ich ja schon drauf reacted hatte, wie die das so ein bisschen aufbauen. Oder ne, wie das abläuft wegen dem Aftermovie, das war das ja. Ja, diese ganzen Sachen. Wenn ihr sowas habt, schickt mir das gerne rein. So, ich bin ganz ehrlich, für mich ist gerade so die Zeit ein bisschen schwierig. Erstens, weil ich natürlich einen Job habe
und der mich auch schon gut reinnimmt. Ich mache diese Reactions ja nur so aus Spaß und nebenbei. Aber umso geiler, dass es so gut bei euch ankommt. Dadurch aber, dass es so gut ankommt, gibt es halt so viele Vorschläge von euch, die ich natürlich auch alle abarbeiten will. Aber gleichzeitig will ich ja auch irgendwie noch andere Sachen finden. Und das ist halt schwierig, weil ich will lieben gern erstmal eure Vorschläge abbauen. Und ihr ballert mich ja, Gott sei Dank, bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch so dankbar, Gott sei Dank so viel damit zu, dass ich immer mehr Sachen kennenlerne und immer geilere Sets sehe und. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und haut gerne in die Tasten, was ihr noch sehen wollt und was ihr für Vorschläge habt. In allen Richtungen jetzt natürlich. Ja. Und dann kommen wir jetzt hier auch zum wirklich Ende des Videos. Oder der Reaction. Und würde ich einfach mal einen Hashtag Documentary einfach reinhauen. Ne? Ich denke, das beschreibt das ganz gut. Wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, also wirklich alles wenn ihr alles geschaut habt, dann sogar ein Documentary 3, ne? Dann weiß ich, okay, ihr habt wirklich alle Teile geguckt, ganz durchgeguckt. Dann sage ich da nämlich schon mal vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Ob es, was es ist, wird sich dann herausstellen. Das könnt ihr dann natürlich selber entscheiden. Ich meine, ich habe über 1000 Videos hochgeladen. Davon sind, glaube ich, um die 200 Videos über Festivals oder was auch immer. Schaut da gerne vorbei. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Und dann vielleicht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich wieder, verliert euch nicht und bis zum nächsten Mal.